gab eine Band vorher, bestehend aus 3, 4 Leuten, die jetzt auch bei Völkerball sind. Mit René habe ich zusammen früher eine Top 40 Coverband gespielt. Wir haben so querbeet, rockige, metalige Sachen gemacht und da war natürlich auch der eine oder andere Rammstein-Song dabei. Und da ist mir aufgefallen, da ich da ein bisschen Rammstein gesungen habe, dass das ganz gut zu mir passt. Das wusste ich vorher auch nicht. Und dann ist relativ schnell klar geworden, dass der René halt in der Stimme sehr ähnlich ist. Mittlerweile ist ja auch so eine Art Metamorphose passiert. Er sieht den Till Lindemann ja mittlerweile auch wirklich so ähnlich. Und die Band, die gab es irgendwann nicht mehr. Und da diese Nummern von Rammstein dort immer ziemlich gut ankamen und mir auch liegen, also ich muss mich da nicht so verbiegen für, haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt eine Rammstein-Tribute-Band. Wobei ja, ich weiß gar nicht, ob man das vor der Kamera erzählen darf. Unser erstes Konzert, da waren vielleicht 40 Leute da oder so. Naja, untertreiben wir nicht, vielleicht 80. Und da hat eine Besoffene sich aufs Geländer gestellt und uns in den Fotogramm reingepinkelt. Das war schwer lustig. Nicht. Das war auch hier in Köln das lustigste Konzerterlebnis. Und zwar haben wir gegenüber im E-Werk gespielt und unser Schlagzeuger war weg. Ich war irgendwo unterwegs und wollte eigentlich rechtzeitig zurückkommen. Und wurde immer später, ne? Um 8 Uhr sollten wir spielen, 7:45, alle waren umgezogen und es war immer noch kein Schlagzeuger da. 7:05, alle sind auf die Bühne gegangen, der Schlagzeuger war immer noch nicht da. Und am Ende hat sich herausgestellt, er war mit dem Auto unterwegs und die Uhr im Auto war noch auf Winterzeit eingestellt und er hatte irgendwie gedacht, es ist 19 Uhr. Kam dann ganz entspannt über den Parkplatz mit dem Kaffee in der Hand und wir standen alle schon auf der Bühne und sagen, Dirk, komm, es geht los. Mir ist was eingefallen. Ich habe einmal meine Hose vergessen. Genau, ich ziehe mich um einmal während der Show und dann hat die Hose gefehlt. Und die andere Hose, die ich da anhatte, die hat sich aufgelöst und die war dann auch nicht mehr tragfähig. Und dann stand ich einfach so in Unterhosen vor den Leuten. Und hab's dann aber eiskalt durchgezogen, so ganz ernst dabei geguckt und dann... Ja, aber das war sehr lustig, denke ich. Also mein lustigstes Konzerterlebnis war auf jeden Fall, als mir ein Fell gerissen ist, tatsächlich das Snare-Fell, das ist das Wichtigste in der Show und irgendwie direkt natürlich auch am Anfang der Show, wie es halt so ist. Und ich hatte keine Ersatz-Snare dabei. Das erste und einzigste Mal übrigens, dass ich keine Snare dabei hatte. Und da reißt natürlich das Fell, ist ja klar. Und ich habe dann irgendwie während dem Spielen versucht, von der Tom das Fell abzuschrauben und weiter zu spielen und dann irgendwie zu wechseln und so. Und es hat sogar geklappt. Das Lied, ein letzter Kuss, kein Wunder wird geschehen. Adieu, goodbye, auf Wiedersehen. Die Zeit mit euch war schön. Ja, meistens weiß man, wo man stehen muss und kennt sich da aus und ist im richtigen Zeitpunkt dann nicht in den Pyros drin, aber es kommt schon mal vor, dass so der ein oder andere Funken, manchmal auch was sich so ein bisschen mehr einbrennt, was dann hängen bleibt. Ich habe auf der Brust habe ich mal so einen Funken drauf gehabt und da ist auch noch eine kleine Narbe von da, aber nichts Ernstes. Ja, selten. Lustig, dass die Frage jetzt kommt, weil gestern Abend, falls man das hier sieht, hier ist eine kleine Brandwunde. Da habe ich mich in eine Pyro reingestellt. Das war nicht so gut. Bei der Pyrotechnik verletzt haben wir uns tatsächlich, oder René hat sich einmal verletzt bei der Pyrotechnik. Das war das erste Mal, als wir das mit dem Eimer probiert haben. Und da war halt der Pyro auf der falschen Seite und als ich den Eimer festhielt, ging mir der Strahl genau gegen den Finger und dann gab es halt so ein dickes Ei. Aber ich konnte ihn auch nicht fallen lassen, weil unter mir der Andi lag. Und deswegen ist es nochmal schön lang drauf gespult. Aber das ist eigentlich alles. Ansonsten nur so ein paar Pixel auf dem Rücken eigentlich. Aber das nach jeder Show.
Also am geilsten, denke ich mal, wenn ich so die gefährlichen Sachen überlebt habe. Zum Beispiel das Ding mit dem Kessel bei Maintal oder die Bootsfahrt oder so. Wenn ich das hinter mir habe und ich weiß, okay, jetzt hast du es wieder überlebt, dann fühlt sich das gut an, ja. Der geilste Moment, wenn ich weiß, kurz nach dem zweiten Song, es funktioniert alles. Weil dann kann ich mich fallen lassen. Dann weiß ich, okay, jetzt läuft's. Wenn ich zwischen den Flammensäulen stehe, gleichzeitig noch irgendwelche Explosionen hochgehen und das Publikum schreit. Das ist tatsächlich, wenn das Intro startet, kurz bevor es auf die Bühne geht. Bevor das Intro startet und so die ersten Momente, bevor man auf die Bühne geht. Du bist das Schiff, ich der Kapitän. Ich seh im Spiegel dein Gesicht.